Hallo und Servus aus Köln. Wir sind hier auf der Intermod auf unserem Walzwerkstand und hier präsentieren wir unter anderem unser 1000. Motorrad. Und wie das aussieht, das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Hier steht sie, das gute Stück. Und wie man es erwarten würde, ist es natürlich eine BMW. Und wie alle unsere Schizos basiert auch das 1000. Motorrad auf einer BMW Monolever, in diesem Fall eine BMW R100 RS. Aus, ich glaube, 1987 war das Ding. Und weil es natürlich unser 1000. Motorrad ist, haben wir natürlich was ganz Spezielles gemacht. Also viele Bauteile an dem Motorrad oder viele Komponenten an dem Motorrad sind Einzelanfertigungen oder sind speziell für dieses Motorrad hergestellt. Das fängt natürlich an bei der Bremsanlage vorne. Das ist eine 4-Kolben-Bremsanlage mit speziellen schwimmenden Scheiben, schwimmenden Bremsscheiben und dazu passend die Speichenräder vorne und hinten, Kreuzspeichenräder. Diesmal nicht in schwarz, wie wir es eigentlich recht häufig machen. Die sind ursprünglich poliert, die Felgen. Und wir haben die ganz fein gebürstet und dann nochmal klar eloxieren lassen. Und das ist ein richtig geiles Finish, das ähnlich wie die Auspuffanlage ist und da recht gut harmoniert und zusammenpasst. Und bestückt ist das Ganze natürlich mit Firestone-Reifen, mit diesen Oldschool Firestone-Reifen, das dem Motorrad eigentlich grundsätzlich den klassischen Look gibt. Aber das Charakteristischste an dem Motorrad ist natürlich der Tank. Das ist ursprünglich, die Basis des Tanks war ein Honda CB 750 Tank, den wir komplett neu getunnelt haben und von der Länge ein bisschen reduziert haben, damit es direkt hier über den Motor passt und vorne am Rahmen sauber abschließt. Und insgesamt die Höhe des Tanks haben wir ca. 20 mm reduziert, damit er etwas flacher ist. Der Rest vom Tank, die Kontur hier oben, das ist alles noch der originale Tank. Versehen ist der Tank mit einem aus dem vollen gefrästen Walzwerk-Logo aus Aluminium. Das ist hier komplett mattschwarz beschichtet und dann haben wir das komplett einmal sauber überschliffen bzw. sauber überfräst. Und der Lack, wie ihr vielleicht hier im Hintergrund sehen könnt, ist dem unseres Vorführ-Porsche angeglichen, sodass es zumindest eine optische Verbindung hat. Gleiches gilt übrigens für den LED-Scheinwerfer, der mit einer gelben Streuscheibe versehen ist, ebenfalls wie an dem Porsche. Da sind wir schon am nächsten Bauteil, was wir speziell für dieses Motorrad angefertigt haben. Das ist diese Lenkerverkleidung oder Cockpitverkleidung, die aus dem Harley-Bereich kommt und die wir umfangreich abgeändert und angepasst haben und natürlich entsprechenden Halter gemacht haben, damit die auf die originale Gabelbrücke passt. Und wenn man hier schaut, hier ist normalerweise der Bereich, wo wir an den anderen Motorrädern oder an den anderen Schizos immer die Gabelfaltenbälge haben. Hier haben wir aus dem vollen Gabelhülsen gedreht, die praktisch über die Standrohre reichen und die Gabel komplett schwarz, ein komplettes schwarzes Erscheinungsbild geben. Das ist was, wo wir jetzt demnächst in den Shop aufnehmen. Die gibt es in verschiedenen Längen, also für verschiedene Gabelkürzungen. Wird, denke ich mal, ab November im Shop sein. So, der Motor ist ein 1000 Kubik Motor. Der ist analog zu den Motoren, die wir auch bei den Schizo-Modellen verbauen. 1000 Kubik Kit, beziehungsweise 1000 Kubik hat das Motorrad ja sowieso serienmäßig, aber der wurde noch die Kolben bearbeitet, beziehungsweise
Ventile und Zylinder. Und erstmals an den Modellen, an den Motoren haben wir hier einen Dell'Orto-Vergaser. Rechts und links ein 38er Dell'Orto-Vergaser, für die wir spezielle Ansaugstützen entwickelt und angefertigt haben, die es ab November ebenfalls im Shop gibt. Die gibt es in Silber und in Schwarz, entweder einzeln oder als Kit mit dem Vergaser oder als Komplettkit, Stutzen, Vergaser und Luftfilter. Dafür haben wir ein Gutachten, ein TÜV-Gutachten. Da wird eine Leistungssteigerung von 6 PS bestätigt und lässt sich ohne weiteres beim TÜV ganz normal eintragen. Ein weiteres Bauteil, was wirklich heraussticht, beziehungsweise was ganz speziell ist dieser Sidewinder-Kit. Das ist ein komplett anderes Federelement. Normalerweise stützt sich ja das Federbein hier am Rahmen ab. Das ist eine komplett neue Entwicklung von YSS. Und dieses Motorrad hier ist die erste Monolever, an der dieser Kit verbaut ist. Das ist komplett aus dem Vollen gefräst. Ein spezielles, abgestimmtes YSS-Federbein. Und ich finde, das gibt dem Motorrad schon eine recht spezielle Optik. Diese klassische Optik gepaart mit diesem High-End-Bauteil finde ich wirklich super spannend. Dann kommen wir zu den Fußrastenanlagen. Das ist eine unserer zurückverlegten Fußrastenanlagen, für die wir die bestehende angeschweißte Sozius-Halterung modifiziert haben, die mit einer Platte, das ist das silberne Bauteil, von hinten verstärkt ist, damit es hier keine zu großen Flexbewegungen bzw. Stabilitätseinbußen kommt. Also es ist richtig bombenfest. Die Fußraste bzw. die Position der Rasten ist relativ weit hinten. Das heißt, gepaart mit dem Stummellenker ist das eine richtig sportliche Sitzposition. Das machen wir auch nur an relativ wenigen Fahrzeugen, auch wenn wir Kaffeeräser bauen, lassen wir normalerweise die Fußrasten da, wo sie sind, legen die ein Stück weit zurück, vielleicht ein paar Zentimeter, aber nicht so massiv, wie es hier an dem Motorrad ist. Den Hinterachsantrieb, der ist natürlich komplett wie der Motor und wie das Getriebe komplett überholt. Hier haben wir noch ein paar Bohrungen gesetzt außen, um das Gehäuse ein Stück weit zu erleichtern. Zugegeben, das sind natürlich nur ein paar Gramm, aber es sieht natürlich optisch richtig rennmäßig und richtig klasse aus. Felge hinten ist identisch wie die vordere, gebürstet und klar eloxiert. Das passt eigentlich recht stimmig zusammen. Auch der Batteriekasten ist in den Finish gehalten wie die Felgen und wie die Auspuffanlage. Zu der Auspuffanlage kommen wir gleich. Das ist auch eine Sonderanfertigung bzw. eine Einzelanfertigung speziell für dieses Motorrad. Gleiches gilt übrigens für die Sitzbank. Das ist die Basis unserer GT-Sitzbank mit den Nieten. Die Nieten finden sich ebenfalls wieder in den Porsche-Sitzen. Das sind die gleichen Nieten und auch das gleiche Porsche-Leder wie in dem Fahrzeug, das hier steht, das wir hier auf dem Stand stehen haben. Und die Sitzbank an sich wurde hier im hinteren Bereich nochmal eine Kontur gesetzt. Alles aus Kunstleder. Es wurde aufgepolstert und hier komplett unter dem Leder abgenäht und nochmal aufgepolstert, damit diese Kontur direkt zu der Kontur des Tanks passt. Also wenn man von hinten guckt beispielsweise, dann ist es eine Linie und eine Kontur, die vorne breit wird und hinten wieder schmal. Wenn wir jetzt hier hinten gerade sind, sehen wir auch die beiden Rücklichter, beiden runden Rücklichter, die wir praktisch in den Heckrahmen eingelassen haben. Das ist Rücklicht, Bremslicht und Blinker in einem, also sonst gibt es da nichts. Das ist sauber hier eingelassen und fällt eigentlich erst auf den zweiten Blick auf. Nochmal auf den Motor zu sprechen, weil die meisten Motoren an unseren Shitzo Bikes oder nahezu fast alle Motoren sind schwarz.
beschichtet, schwarz thermobeschichtet. Dafür bieten wir ja einen eigenen Lack an in unserem Online-Shop, den jeder aus der Dose verarbeiten kann. In dem Fall wurde das komplette Motorgehäuse glasperlgestrahlt und dann nochmal mit einem matten Thermolack überlackiert, um eine homogene Oberfläche zu bekommen. Also alle Bauteile am Motor sind glasperlgestrahlt und mit diesem matten Lack überlackiert, auch die Zylinderköpfe und die Zylinder. Wenn man das nur strahlt, wird es mit der Zeit so, dass es die verschiedenen Materialien verschiedene Farben ausprägen und dann sieht es irgendwann mal nicht mehr stimmig aus. So, und wenn wir jetzt, vorhin habe ich es ja angesprochen, die Auspuffanlage. Das ist eine 2-in-1 Auspuffanlage, die wir jetzt erstmals verbaut haben. Und hier ist der recht klein geradene Topf, recht minimal geradene Topf, der sich da perfekt hier unten unter dem Rahmen integriert und eigentlich gar nicht wirklich auffällt. Das ist eine 2-in-1-Anlage, komplett handgefertigt aus Edelstahl und mit der Hand verschliffen. Also das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein reiner Prototypenauspuff, den wir extra für das Motorrad angepasst haben bzw. angefertigt haben. Ja, ansonsten, was ebenfalls noch neu ist, sind die Lenker, diese Stummellenker. Das ist ein Lenker, der von außen keine sichtbaren Verschraubungen hat. Wir haben deswegen den Lenker gewählt, weil die Lenker anderer Hersteller bauen hier in dem Bereich etwas weiter auf. Dann müsste man in dem Bereich eigentlich die Verkleidung ausschleifen oder ausklinken oder was auch immer. Wir haben hier jetzt einen Lenker gewählt von, ich kann es gar nicht sagen, wo der Hersteller herkommt, aber es ist aus dem Vollen gefräster Lenker, der zweiteilig ist und der durch Drehen der Lenker äußeren Rohre sich befestigt. Also eine richtig saubere Lösung. Der Lenker wurde dann hier, sieht man es, mit 2 kleinen Mini-Tastern versehen und das sind eigentlich die 2 einzigsten Bedienelemente rechts und links, die für die komplette Elektrik des Fahrzeugs verantwortlich sind. Die Gabelbrücke ist unsere Gabelbrücke, die wir auch im Online-Shop vertreiben für alle Monolever-Modelle und auch für die Twin-Shock-Modelle. Und da haben wir noch 2 Gravierungen, die sich praktisch an den Tätowierungen meiner Hände orientieren. Und das Motorrad noch ein Stück weit spezieller machen. Hier ist noch das Logo, das wir speziell für das Motorrad entworfen haben, hier auf dem Tank, wovon es ebenfalls im November eine spezielle Shirtlinie geben wird, T-Shirt-Linie geben wird, die wir auf 1000 Stück limitieren. Jo, das war's soweit zu dem Motorrad. Das ist und bleibt, oder es ist und wird ein Einzelstück bleiben, ein unverkäufliches. Weitere Motorräder in dem Stil oder in der Art sind aktuell nicht geplant. Im Anschluss hier jetzt bekommt ihr noch ein kurzes Walk-Around-Video, wo nochmal auf die einzelnen Details eingegangen wird. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich verabschiede mich jetzt und bis zum nächsten Mal.